Und jetzt schauen wir noch mal in die USA, genauer gesagt nach Pennsylvania zu Stefanie Bolzen. Stefanie, guten Morgen. Also wie ist denn nun dieser erst verschobene und nun kurzfristig nachgeholte Besuch politisch zu bewerten? Wie ist deine Einschätzung dazu? Also Dorothea hat das ja gerade schon ein bisschen angedeutet. Es ist schon eine große Geste von Joe Biden, dass er jetzt noch mal ganz kurz vor der Wahl nach Berlin kommt. Der Besuch war ja verschoben worden. Er sollte ja letzte Woche kommen. Und dann kam der Hurricane Milton und Joe Biden musste nach Florida fahren. Aber es ist schon ein Zeichen auch, denke ich, an Olaf Scholz. Mit dem hat Joe Biden ein durchaus gutes Verhältnis gehabt. Am Anfang war das nicht unbedingt der Fall. Wenn wir uns zurückerinnern, Olaf Scholz trat an im Dezember 2021. Da gab es Spannungen mit den Amerikanern über Nord Stream 2. Und die Amerikaner warnten damals schon von Einfall der Russen in der Ukraine und die deutsche Bundesregierung wollte das alles nicht wahrhaben. Also da gab es Spannungen, aber während oder seit Beginn des Ukraine-Krieges haben Scholz und Joe Biden doch sehr eng zusammengearbeitet und Joe Biden hat Scholz auch dann oft den Rücken freigehalten. Es heißt in Washington, so wurde mir gesagt von Kreisen rund ums Weiße Haus, dass Joe Biden ein Politiker ist, wenn er einmal Vertrauen und ein gutes Verhältnis zu einem anderen Regierungschef oder Staatschef hat. Und dann hat er auch Verständnis für dessen innenpolitische Zwänge und da hat er dann auch wirklich versucht, Scholz den Rücken freizuhalten. Gleichzeitig war es natürlich auch ganz wichtig, nach den 4 Trump-Jahren, die schwierig waren, sehr schwierig fürs transatlantische Verhältnis, war es Joe Biden ganz wichtig, da ein neues Kapitel aufzuschlagen und die Europäer zusammenzuhalten und ganz besonders Deutschland. Also Deutschland ist wirklich ein Staat, eine Nation für die US-Regierung, die Demokraten, auf die sie setzen. Gerade jetzt, wenn die Wahl kommt am 5. November, wo man nicht weiß, wer da Präsident wird und wenn es Donald Trump sein sollte, dann wird auf Deutschland natürlich eine sehr, sehr hohe Verantwortung liegen in Europa und gerade auch in Sachen Ukraine. Stefanie, du hast die Wahl gerade angesprochen. Du bist ja nun in Pennsylvania, verfolgst dort auch den Wahlkampf. Warum ist denn Pennsylvania gerade so wichtig am 5. November? Ja, wir verfolgen ja in Deutschland und überall mit Spannung die Umfragen und heute Abend hier ist es ja noch Abend in Pennsylvania oder 1 Uhr morgens jetzt, da gab es jetzt auch schon wieder neue Umfragen und es bewegt sich wirklich gar nichts. Das ist ein Kopf an Kopf, auch in den 7 Swing States. Das Interessante ist, dass es momentan so aussieht, dass Donald Trump ganz gute Chancen hat, die Swing States im Süden zu gewinnen, vor allem Georgia, wahrscheinlich auch Arizona und Kamala Harris dann ganz gut abschneiden könnte in Wisconsin und Michigan, also in diesen Blue States oder im Rust Belt. Und Pennsylvania ist eben der Staat, der ganz, ganz viele Stimmen hat vom Electoral College, also von diesen Wahlmännern. Und deshalb könnte das am 5. November oder in den Tagen danach, es könnte sich ja alles ein bisschen hinziehen, der entscheidende Start werden. Und da habe ich mir dann heute Morgen J.D. Vance angeschaut, den Nominee von Donald Trump als Vizepräsidenten. Und heute Abend, das war ganz spannend, Liz Cheney, Republikanerin, Tochter von dem ehemaligen Vizepräsidenten Dick Cheney. Und die hat das Lager gewechselt, unterstützt Kamala Harris. Die war in einem Saal von 4.000 Demokraten, die der Republikanerin Liz Cheney zugejubelt haben. Also es ist schon ein sehr spannender Wahlkampf hier in den USA. Absolut. Und das werden wir natürlich auch weiterhin mit Spannung verfolgen. Dankeschön, Stefanie Bolzen.